5 Tage vor meinem ersten E-Sports-Rennen habe ich mir genau eine Sache vorgenommen. Ruhiger lenken. Ergebnis: 2 bis 3 Zehntel pro Runde. Und in einer einzigen Kurve hat mich diese Übung 1 Zehntel gekostet. Obwohl die Übung dort eigentlich am besten funktioniert hat. Du kennst das von den Onboards. Beim Topfahrer schaut so aus, als würde er spazieren fahren. Kaum Bewegung am Lenkrad. Alles ganz langsam. Und du denkst dir, ja aber der hat Talent. Und ich sag dir, der hat wahrscheinlich nicht mehr Talent als du. Die ruhigen Hände sind nicht der Grund für die Pace. Sie sind das, was übrig bleiben, wenn dein Brems- und Gasfuß die Arbeit machen. Und genau das habe ich jahrelang nicht gespürt. Die Übung selbst ist banal. Lenkrad leichter halten und einmal einlenken statt öfter nachlenken. Und alles, was ich eigentlich mit der Lenkung korrigieren wollte, mit der Bremse und dem Gas probieren. Aber ja, dass jemand ein Gefühl hat, kann jeder mal schnell so sagen. Also habe ich mir 2 Runden genau angeschaut. Dieselbe Runde in einem AI-Rennen 2 Tage auseinander. Einmal vor der Übung und einmal danach. Es war alles gleich. Beide Runden waren komplett frei, kein Gegner in Sicht. Und die schnellere Runde hatte sogar eine Spur mehr Sprit an Bord. Unterschied: 7 Zehntel. Und bevor du schreibst oder dir denkst, ja, das war meine beste Runde, über den ganzen Stint waren es aber 2 bis 3 Zehntel im Schnitt. Und das ist das, was zählt. Am deutlichsten siehst du es im Blanchiment. Ja, die Kurve, in der man voll am Stempel bleibt. Und in der dir das Heck trotzdem überrotieren kann, wenn du es falsch angehst. 30% weniger Weg am Lenkrad. Und Weg am Lenkrad heißt, alles zusammengezählt, was ich am Lenkrad hin und her bewege. Und trotzdem einen Tick mehr Geschwindigkeit. Am Apex und am Exit. Die Reifen vorne schieben nicht mehr. Die beißen sich einfach nur in den Asphalt. Und in Stavelot 6 km/h mehr am Apex. Bei einem Drittel weniger Lenkbewegung. Und jetzt wird's interessant, weil die 7 Zehntel nicht alle aus dem Lenken kommen. Ich habe die Runde in Minisektoren zerlegt. Knapp 3 Zehntel kommen aus 3 Kurven. Fanet, Stavelot und Blanchiment. Ja, da kommt weniger Lenkbewegung mit mehr Geschwindigkeit zusammen. Das ist die rohe Zeit aus dem sanfter Lenken. Und dann gut 2 Zehntel aus Pouhon allein. Dort war ich einfach mutiger und habe dort sogar mehr gelenkt als vorher. Und gut 2 Zehntel aus den harten Bremszonen. La Source und Bastop. Da bin ich einfach härter reingegangen. Mein ABS war in den Runden 1,2 Sekunden länger aktiv. Und mehr ABS heißt, der Reifen war öfter über der Grenze. Und da ist noch was ich noch nicht ganz verstanden habe. In Pouhon und Malmedy korrigiere ich mehr als vorher. Beide Stellen, wo ich früher wieder ans Gas gehe als zuvor. Meine Vermutung: früher hatte ich so viel Winkel drin, dass das Auto dann am Gas untersteuert hat. Das Heck stabil und die Vorderachse überfordert. Langsamer, aber sicher. Ich habe am Exit selten Übersteuern gespürt. Deswegen musste ich auch am Gas nie so fein dosieren. Jetzt rotiert das Auto am Gas spürbar und ich drücke dann doch noch so drauf wie früher und muss dadurch korrigieren. Das ist aber eine Vermutung. Und jetzt zur Kurve vom Anfang, die mich Zeit kostet. No Name. Schnelle links bergab. Weniger Zeit zum Nachdenken und weniger Zeit zum Bremsen. Da bin ich um ein Drittel ruhiger geworden. Die Übung hat also perfekt funktioniert. Und ich war 1 Zehntel langsamer. 4 km/h weniger am Apex. Weil ich dort nicht nur ruhiger geworden bin, sondern auch vorsichtiger. Und das sagt kaum jemand dazu. Sanft lenken heißt nicht zögerlich lenken. Der erste Einschlag darf ruhig entschlossen sein. Nur progressiv und nicht ruckartig. Und du musst Bremse und Gas drauf anpassen. Hier weniger bremsen und auf der Bremse rotieren lassen. Sanft einlenken und nur mehr aufs Auto reagieren. Wer einfach die Hände locker lässt, wird nicht automatisch schneller. Und warum das überhaupt wichtig ist? Im E-Sports-Rennen habe ich Zeit und Positionen verloren, weil ich keine Reserve mehr übrig hatte. Und da wird's unangenehm. Ohne Verkehr und Druck war meine schnellste Runde nur 13 Hundertstel langsamer als das, was theoretisch drin war. Im Rennen mit Verkehr und unter Druck fast 4 Zehntel daneben. 3-mal so viel. Es ist aber wie in der Schule. Es macht irgendwann einfach Klick, hoffentlich. Und man versteht's. Nur heißt verstehen nicht, dass du es dann in der Prüfung unter Zeitdruck dann auch sauber anwenden kannst. Und eins noch, zwischen den beiden Rennen liegen über 75 Runden auf der gleichen Strecke. Also ein Teil dieser Zeitverbesserung ist auch einfach nur Übung. Das kann ich jetzt nicht mehr sauber rausrechnen. Was ich aber rausrechnen kann,
der Weg ist am Lenkrad um 17% weniger geworden. Das passiert nicht von allein, nur weil man mehr Runden fährt. Und das Wichtigste, sobald es mal Klick gemacht hat, ist das der Punkt, an dem eigentlich alles startet. Ab dem Punkt kannst du üben und dich nachhaltig verbessern. Und rechne damit, dass du zuerst mal wie bei jeder Technik langsamer wirst. Deine Fehler am Pedal, die vorher etwas versteckt waren, die zeigen sich jetzt wahrscheinlich erst so richtig. Also probier's aus und schreib mir runter in die Kommentare, was sich bei dir verändert hat.